can of tomato. Das ist auch immer so lustig, diese dumme Dose Tomatensoße. Kaffee mit Milch, ja. Noch einen. Oh. Ach, das sind gleich 3 Stück. Dann ist der Preis von 13,50 € immer noch voll übertrieben, aber... Ja. Wenigstens ein bisschen... Wie hat sie sich denn jetzt da hingezaubert? Die war doch gar noch da. Oh, hi. What can I do for you? Sollten wir nicht irgendwas für sie finden? Hi. Fällt mir da gerade wieder ein. Hi. Wir sollten noch irgendwas für sie finden. Und ich glaube, ich habe das noch gar nicht gefunden. Da war ich doch hier hinten hingegangen. Ist das vielleicht ihr Zimmer? Lass uns doch mal eben gucken. Gehe ich nochmal... Oh, Moment. Jason ist hier. Aber wo? Wo ist der? Da ist der. Wo soll das denn sein? Wenn ich jetzt nach rechts gehe oder nach links? Ach, da. Ah. Hey, am I still a suspect? No. Okay, well, good. My wife and I have been living separately for over 3 years now. Diane, she's a single woman, so this shouldn't be a problem. That's true. I feel so bad for Diane, though. Gosh, did you find out who did it? I can't discuss that. Yes, of course, I understand. You don't have to tell any of the folks around town about me and Diane, do you? No, I won't do that. But it's a small town. I'm sure the rumors have started already. Nothing to be ashamed of, right? Lecker. What's there to worry about? Nothing in particular. No, nothing at all. Ich meine, ich I'm mag Senf, clean, aber as clean as the sheets in this hotel. kann man auch übertragen. What's with that look? We don't have a problem, right? It looks like Kaysen is involved with another woman in town. We can only hope it isn't Emily. Oh, das klingt auch nicht schlecht, Sven. Jetzt habe ich Bock da drauf. Willie, you think I could have my bones... Ach, das sag ich. Do you think I could have my bones back? They weren't meant to be presents for you. Someone else really needs them. It's not good, York. He loves bones. You can't just expect him to give them up. If you really want them back, you have to take them by force. Ja, total witzig. Danke, sehr hilfreich. Blöder Arsch. Gut, dann fahren wir mal zu Harry. Aber vorher würde ich zur Milkbahn fahren und gucken, ob wir endlich die Karte für den zweiten Dungeon kriegen. Die sind optional, denn da würden wir definitiv eine Shotgun kriegen. Glaube ich. Und dann sogar eine mit unbegrenzten Munition. Oh, Emily. Hi. York, irgendwas I can't muss man ja find stolz sein. Thomas. Was he here? No, I haven't seen him. Have you tried the radio? I've been trying, but he's not answering. What about Nick? No problem with him. He's calmed down a little. He's still saying he didn't do it. Nick said that Thomas disappeared sometime during the night. He kept calling for him, but Thomas stopped responding. I'm a bit worried. Ja, wer soll jetzt unser George Mittagessen has machen? asked for permission to search for Thomas. I understand that things have been hard for Thomas, but surely he's just resting at home. But I'm not against looking for him. Tell George that he has my blessing. Okay. As far as I know,
Thomas always calls in when he needs a day off. We're human, and so we are limited. As far as you know, there haven't been any serial killings here before, right? That's right, but that's not... Emily, I'm going to see Harry today. What? Why? We have plenty of other leads to follow, don't we? He did invite me over, though. It would be bad manners not to accept. Are you really an FBI agent? Sometimes. I think the FBI would take a more logical approach to investigations. But Emily, a serial killer does not stay within the boundaries of logic. Thus, you can't hope to capture such a killer using only logic. That's why I'm going to see Harry. You go with George and find Thomas. Okay, sounds like a plan. Great. Thanks. Ist gerade wieder eingefallen, wie es bei ihr zu Hause in der Küche aussah. I was an idiot for thinking he might be a good pick. I really need to work on my taste in men. Ach, Emily. Oh, regnet das jetzt schon wieder? Wie komme ich von hier nochmal schnell zum Milk Barn? Und vor allem würde ich auch gerne wissen, ob da was zum Schlafenlegen direkt in der Nähe ist für den schlimmsten Fall, dass es regnet und da wieder zu ist. Oder sogar Lily Ingram und hat eine Quest. Das ist bestimmt die nächste Karte. Das ist ja perfekt. Ja, hast schon recht, Christian. Das spricht jetzt auch nicht unbedingt dafür. Ach ja, eigentlich muss ich ja nur dieser komischen Kurve hier folgen, rechts abbiegen und dann immer der Straße folgen. Dann komme ich zum Milk Barn. Emilys Haus? Warum ist da denn so ein Riesenzeit? Achso, das ist hier Roaming Sigourney. Ich frage mich, ob ich die jemals treffen werde. Oh, scheiße, und da müsste ich auch mal endlich hin. Geht immer positiv durchs Leben, genau. Ja gut, fahren wir, Moment, fahren wir jetzt zum Milk Barn? Kann ich, dann war ich hier eigentlich, im Grunde fahre ich hier nur runter und dann hier lang. Wo war jetzt dieser Junkyard-Typ? Komme ich da nicht dann auch vorbei? Ja, das ist ja auch da. Dann würde ich das mal miteinander verknüpfen. Und hoffen, dass es jetzt nicht regnet. Nochmal eben reingehen. Hier war doch ein Wetterbericht. Ich bin fast versucht, wenn da jetzt steht, dass es den ganzen Tag regnet, dass wir uns einfach ins Zimmer legen und den ganzen Tag schlafen. Ich weiß noch gar nicht, wie das mit dem Time-Limit dann ist. Ach, jetzt bin ich wieder hier hinten. Theoretisch müsste das dann so laufen wie bei allen Zeitlimits, dass er am nächsten Tag einfach sagt, gut, dann probieren wir es halt heute nochmal. Though it will be cloudy in the morning, we should really clear sky later. Oh, okay. Also, es ist zwar bewölkt, aber es regnet nicht. Und später kriegen wir dann sogar klaren Himmel. Ja, dann nix wie hin. Was war das Zeitlimit an sich? 8 bis 21 Uhr, ist also total egal. Können wir bei der Polizeistation jetzt so was essen, wenn Thomas fehlt? Wahrscheinlich nicht, oder? Es sei denn, Emily ist da und bietet dann an, dass sie was kocht. Tatsächlich. Oh, das müssen wir ausprobieren. Dann können wir nämlich auch gleich noch bei Nick gucken, was der von uns will. Gut, das ist ein Plan. Wir fahren jetzt als erstes Richtung Milkbahn. Auf dem Weg dahin halten wir bei der Polizeistation, um Mittag zu essen und zu gucken, was Nick von uns will. Und nach der Milkbahn gucken wir nochmal, was es jetzt in dem Junkyard eigentlich gab. Und wenn wir diese Sidequests, würde ich sie jetzt mal einfach nennen, abgehakt haben, fahren wir zu Harry. Das ist ja mehr als genug Zeit. Oh.
the third victim. Ja. That dive I made at the gallery ended up being a wasted attempt to save a life. Ja, das konntest du ja vorher nicht wissen. Real mess sack. Dive. When's the last time I made a dive like that? Oh, I remember. Do you? It was in my late teens. We used to go to those concerts. You and I like punk rock, but we like different types of punk. You liked hard and heavy punk, like Crash and Sham 69. I like the more twisted ones, like the Damned, Buzzcocks, Iggy Pop, and Joy Division. We used to talk for hours about the bands we really liked, but for some reason, neither of us listened to the Sex Pistols. I wonder why that was. Seems strange thinking about it now. Bumm. Ups. Weil die überbewertet sind. Ich kenne gar nicht wirklich was von denen. Zach, did you want to go somewhere before we visit Harry? Ja, Essen. That's fine by me. Weather Doll, die habe ich noch nirgendwo gesehen. Was soll das sein? Die sagt mir auch gar nichts von meinem früheren Durchspielen. Also als ich das zum ersten Mal gespielt habe und ich glaube, als ich das mit dir gespielt habe, Simon, haben wir auch nirgendwo so ein Ding gesehen, oder? Also mir sagt die echt nix. Wo ist denn Emily überhaupt? Ah. Direkt hier müsste sie eigentlich drin sein. Oh, doch nicht. Dann war das wohl... hier drüben. Ich bin manchmal so blöd, die Karte zu lesen. Nee. Hier, oder? Sie sitzt wahrscheinlich an ihrem Tisch. Hey, ich wollte mit dir reden. Oh. Really going to see Harry? I have no idea what you're thinking at a time like this. But you know, Thomas is still missing. What should we do for lunch? Why don't you make it for us? Me? Well, okay, I'll try. I thought about ordering in, but since we had leftovers, I made us lunch. What's with the face? I think my cooking turned out pretty good today. What the hell is that? Great. Sudden crisis. What should I do, Zach? I might not be a wonder chef like Thomas, but I do practice every Ja, das hat man day. durchs Fenster gesehen. Well, come on, tell it to me straight. Yes, what? I went into the sewer once during an investigation. Okay, just stop right there. Das, das ist wie schön. Er hat jetzt überhaupt nichts über ihr Essen direkt gesagt, aber diese Einleitung hat schon mehr ausgesagt, als jedes direkte Wort wahrscheinlich vermocht hätte. Wo ging's denn hier in den Keller? Da. So, Nick, wo bist denn du? Da. Hey, Nick. Happy that you've got your man? No. I'm not your man. Du meinst Emily, oder? Just Du a sagst suspect. Diane. Nick. Du sagst gerade Diane, du meinst aber Emily, oder? I didn't do it. Actually, I believe you. But until we catch the real murderer, you're going to remain a prime suspect. What's gonna happen to me then? Never mind. I'm more worried about Olivia. How's she doing? Come on, say something. I can't tell you anything. If that's the case.
Could you hand her a letter? Please? Agent... You don't mind me inspecting it first? Oh, that's fine. Only this once, Nick. Thank you. Thanks. Carol ist Thomas' Schwester. Und die in der Bar gesungen hat. Oder vor der Mikro stand und gemacht hat. Tell her I'm sorry. Nick, you need to do that, not me. Das war Carol. She's holed herself up at home. Oh, ach so. Ich dachte, das kann ich ja mal ganz schnell machen. Das ist ja direkt um die Ecke des Diner hier, aber die ist ja jetzt gar nicht im Diner. Diner. Dann. Aber jetzt überhaupt? Hat sich unser Magen gefüllt? Ja doch, es hat was gebracht. Auch wenn es aussah wie dubiose Matsche. Ich weiß gerade gar nicht, wo Olivia wohnt. Wenn es auf dem Weg liegt, kann man ja kurz vorbei. Aber wenn nicht, dann mache ich das jetzt nicht. Ja, weil man sie nicht runterkriegt und einem dann schlecht ist. Oh, direkt da. Ja, da können wir ja sogar zu Fuß hingehen. Ist ja gleich hier. Können wir noch ein bisschen das tolle Wetter bewundern. Ich bin am Wochenende, am Sonntag, durch so wie nennt man das? Halt in den Bergen so ein bisschen rumgelaufen, wo Wein angebaut wird, so Weinberge. Und da waren auch dann noch mehr Berge, die hatten genauso so Bäume, wie man manchmal bei Deadly Premonition sieht. Ist das hier ihr Haus? Ah, tatsächlich. Lecker, ich kann eine Zwiebel essen. A letter from Nick to Olivia. What's this? Nick asked me to give it to you. It's a letter from him to you. Nick wrote this? For me? Olivia, I'm sorry for all the trouble I am causing you. I'm writing this letter because I need to tell you some things. First, I'm sorry about meeting with Diane without telling you. My actions were irresponsible and may have caused you to misunderstand. But I swear to God I was not cheating on you, and I didn't kill Diane. That's what I wanted to tell you. As I sit here in this cell, all I can think about is you. Don't worry about keeping the diner open, okay? Try to eat well, too. I had thought that this happiness we had would just go on forever. I've always been grateful to you, but I've never told you, have I? I used to think that putting it into words made it sound cheap. But at times like these, words are all we need. Thank you for everything. Once I get home, I'll make it up to you. Take care of yourself. I love you. Nick. Agent, could you wait a moment, please? I want to write a reply. Oh. Sure. Go ahead. Thank you. So ungewohnt, Nicks Stimme zu hören, ohne dass sie irgendwie so
ankackend klingt. Zach, I hope Nick will feel better by this. Ich kenne ihn ja nur mit seiner anpumpenden Stimme. A return to better things. Das muss es aber nicht sofort abgeben, oder? 13 bis 16 und 18. Nee, da können wir jetzt erstmal weiter. Und das mit John McAfee. Ja, das... Okay. Unsere Japanischlehrerin sagt in solchen Fällen immer nach einer langen Pause Hi. Und hat dann einfach jemand anders dran genommen. Can of Pickles. So, mein Auto steht jetzt noch bei der Polizeistation, oder? Jetzt kann man hier durchs Fenster gucken. Oder steht hier irgendwo ein anderes Auto rum? Ach, ich habe doch die Flares dafür. So. Mal hier lang. Oh, Entschuldigung. You know what? There was one band that we both liked. Oh, We welche? went all the way to New York to see them play, right, Zach? It took us hours to get to New York by bus. We got to the CBGB and we were so nervous we couldn't go inside. Jetzt bin ich mal gespannt, welche It took us Band. 30 minutes to gather enough courage to go inside. And inside, we were shocked. Right, Zach? I'll never forget that feeling. It was like a blitzkrieg. Blitzkrieg pop. The Ramones. Oh. That song still makes me feel good. That's a sign of a classic. Oh, It's da war Lilly. amazing I got in without being asked for ID. Those were the good old days. Rock and roll high school and Chinese rock. Sheena is a punk rocker and surfing bird. And I was so depressed when I heard the news of the deaths. Original punk is one of the greatest gifts left from the 20th century. Let's hope they're still rocking on wherever they are. Das ist aber scheiße, dass da Lilly gerade angefahren kam. Das heißt nämlich, dass sie nicht mehr in der Milchbahn ist. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dürfte sie ja diejenige sein, die die Karte hat. Am besten gleich schlafen legen und den ganzen Tag warten. Wow. Ich meine, ich gehe jetzt einfach mal rein. Gucken, vielleicht hat Dings ja doch was. Wie hieß er noch? Keith? Oh, Carol. Carol was Thomas. What do you hope to learn watching other people shop? Plenty, I assure you. Oh, just do whatever you want. I've talked to the sheriff about my brother already, so leave me alone. Yo, dude. Yo, what's up? Der hat sie. Ah, das bei Lilly war bestimmt die nächstes, hier, wieder so eine Quest, wo wir hinten im Storage Room aufräumen müssen. Das wäre natürlich auch cool gewesen. Das hat irgendwie Spaß Hey gemacht. man,
This map shows a station along the abandoned extended lines track. Oh, jetzt wieder Now, Storytime, that was oder? a busy place back when the lumber trade was big. No one goes near it now, you know. It's like a train graveyard. On top of that, some folks say they've even seen ghosts there. I don't mean one or two ghosts, man. I mean like hundreds. Every now and then, a golden opportunity comes along. Like a chance to leave home for a while and earn a lot of money. There were plenty of them at the end of the 80s. The lumber mill was severely short-handed, so they called in a lot of outside workers. But the place was failing, and indeed it died before most of the poor guys got there. So there was like a load of labor workers that had nowhere to go. No place to work, no way to get back to where they came from. A fair amount of them decided to live on the train they had rode in on. I guess that must have been hard living on a train car that ain't moving. What kept them in town? Ah, now, the head of the lumber mill had been lying to them. Wait just a little longer, we'll have work for you soon, you know, that kind of thing. He was just a lying scumbag. No way to rock, man. But lies, they only last so long. With each day that passed, those unemployed guys got more angry. But then, something happened. And the timing for it was incredible. The rail car they were spending the night in just happened to catch fire, with all them inside it. Incredible timing indeed. Oh yeah, but the police couldn't find any evidence to pin it on anyone. They didn't have all those gadgets and stuff you guys got now. And the police were annoyed the unemployed guys were causing trouble. Nothing happened to the head of the lumber mill. It made the news as an accident. But the rumor says that a large number of those boys are still living in that train car, unaware that they're dead. You better be careful, Mr. FBI, if you go down there by yourself. Okay. That's exactly what we'll do. Go to the marked location. Vielen Dank. War tatsächlich sehr hilfreich. Das werden wir gleich mal machen. Mal sehen, wo das ist. Das ist Cope's Tunnel, okay. Das ist... Hey Güte, wo ist denn das Ganze? Ah, hier. Ob wir da überhaupt schon mal? Wo ist Lilly ist zur Bank gefahren. Geld abholen. Da fahren wir im Grunde hier wieder ganz zurück. Und dann sogar noch weiter. Und dann da runter. Aber ich finde, das sollten wir machen, weil Shotgun mit Unlimited Ammo ist schon ziemlich cool. Und auf dem Weg dahin fahre ich jetzt erstmal kurz hier noch runter und guck, was der jetzt eigentlich von einem will. Speichern wir auch mal wieder nicht schlecht, wenn das nochmal abstürzt wie letztes Mal. Das wäre gar nicht cool.
Ja, Moment, jetzt nicht. Bin ich ja schon da. Oh, there you are. You gave it a good time, son. Come to hear more about the Raincoat Killer. Achso, das war ich. I've come to hear more. Don't rush. Rushing on the battlefield will get you killed. If you don't want to die, son, you should be methodical. Well, even though that's a huge amount of scrap metal. Wer redet denn jetzt? Son, you must be the only guy to see scrap when you look at those treasures. Look more carefully. Right here, just in front of you. That is what you're looking for. Come on, the car. There's still plenty of parts that can be used. Son, if you're ready to get your hands dirty, you should find useful parts for your car. What do you think? You think you can handle it? Was? Ich kann mir hier ein Auto kaufen? Geil. Welches wollen wir denn haben? Diane, Speed Slow ist ja schon mal kacke. Fast. Handling Difficult sollte einfach eigentlich bei allen stehen. Oh, Ushers Car. Vor einmal tanken. Ushers Car ist Fast und Handling ist Medium. Alles andere ist auch Medium. Das klingt doch eigentlich cool. Keith's Car ist... Quinn's Car. Fast und Difficult. Was ist überhaupt das teuerste Auto hier? Cason's Car. SR Sportwagen. Wave R 2000. Ihr wollt jetzt echt Quinn's Car haben? Ich hätte gesagt, ich kaufe Ushers Car. Weil... Na gut. Da geht mein Geld dahin. Und wie geht das jetzt? Wie habe ich denn das jetzt? What do you want again? Talk? Vielleicht steht das jetzt eigentlich einfach da vor der Tür. How do you feel about your current vehicle? My vehicle? It's a piece of crap, but I'm not here to talk about that. Then how about a little treasure hunt? Listen up, young man. My junkyard is actually a mountain of treasure. All kinds of treasure lies in those mountains of junk. The problem is, there's so many, I've lost track of where everything is. You've caught on already. I can see it in your eyes. I need you to head out in the yard and find certain things for me. If you help me out, I'll customize your car a little. What are you talking about? Didn't I tell you to shut up and listen to your superiors? Now, will you do it or not? I don't see any reason to refuse. Well said. First, I'll need some low gear parts. With that, I'll be able to boost the engine of your car. You'll find one around E5. Go! Don't just stand there, get going! Okay. Nice, noch schneller. Ach du Scheiße. E5. Da hinten ist E. Wo ist 5? Hier. Ja, hier ist noch F. Muss ich bestimmt irgendwie auf die andere Seite kommen. Ich nehme mal, ich kann nicht einfach hier unten lang. Nein, natürlich nicht.
Da ist dieser Zaun. Wie weit geht denn der Zaun? Ah, das sieht gut aus. Just a normal day in the life of an FBI agent. Oh, 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 fuck. Muss ich hier auch nochmal rumlaufen? Ah, das sieht doch gut aus. Das könnte klappen. Nee. Hä? Hab ich gerade einen Hund gehört? So, hier müsste jetzt aber E5 sein, so ungefähr. Oh. Gut, er hat ja gesagt around E5. Na? Low Gear Parts. Perfekt. Hallo? Keine Ahnung, ob wir heute noch zu Harry kommen, aber ich finde es eigentlich auch gerade interessant hier. Vor allem bin ich jetzt gespannt auf das Auto. Müsste hier jetzt nicht auch irgendwo... Oh, da! Da. You got the General Lysander? Lysander? Keine Ahnung. Wo bin ich jetzt eigentlich nochmal hergekommen? Moment. Geld. Da, ne? Ja. Stimmt. Das muss auch ein bisschen komisch sein für den. So läuft das halt beim FBI. Da. This is it. This will save your life someday, son. You sure know how to exaggerate. You imbecile. Engine boost is vital for bringing back soldiers alive from war. Engine boost. Of course. Engine boost is the basis of everything. Let me tell you a war story, son. I was leading my unit at the very front line. Things were bad, and sanitary conditions were worse. Endless guerrilla attacks were stripping us of our manpower. Everyone was tired to their limits. There was one sergeant who really rubbed me the wrong way. The boys like to call him Crybaby Timothy. He really gave me headaches, I can tell you. How? Just by breathing. His posture was bad. He was weak, slow, easily distracted. I have no idea who thought he was capable of combat in a war zone. He endangered the lives of every member of the unit. Stomach pains. The worst stomach ache ever. Every one of us. It was just cooking. He was using food that was contaminated. I flew into the dugout toilet like an Apache chopper returning to base. I have to tell you, it was a close call. My engine was boosting. And that's what got me there safely. Oh right nein, du musst in the los. nick of time. What happened to the unit? Okay. You really want to know? It was a terrible sight. Powerful, athletic men reduced to walking dead. Blinking like crazy, shaking with pain. Their confidence and self-esteem were all crushed. They almost didn't recover. An interesting story. So you see the need for engine boost now, do you? I'll keep my side of the promise and get to work on your vehicle. Interessante Art aufzustehen. That badge on him is for a sergeant. Looks like it was sewn on something else before it was sewn onto his shirt. I wonder what that's all about. Oh, das weiß ich noch. Ich glaube, ich habe damals tatsächlich all seine Sachen gemacht und die ganze Story I put gehört. in longer pistons and optimized your lower gears. That should add boost to your speed when you accelerate. But there's still plenty of stuff I can do to make your car go faster.
Just come see me again and I'll customize your car a little more. Jetzt frage ich mich natürlich, wie man sein Auto dann eigentlich repariert. Oh Gott. Weil das geht auch bestimmt total sofort kaputt jetzt. Wie cool ist denn das? Yeah. Whoa. Whoa. Holy shit. Oops. So, Zach, about Emily. My first impression when we met her on that bridge is slightly different from what I think about her now. Don't you think she's pretty mesmerizing? And Zach, she seemed interested in you. Did you make a move on her? No, don't answer. I'm just asking. But if you like her, I won't stand in your way. But I'd like to hear the truth. Because this kind of stuff could affect our friendship, you know. Me? I'm just interested in her, that's all. It isn't love or anything. From what I can tell, she doesn't even seem to like me. It's pretty clear from how she acts when she's around me. As you know, Zach, I'm cautious with women. It's because I was badly burned in my last relationship. I really have no idea what women are thinking. That's my problem. You're pretty friendly with the ladies, aren't you, Zach? Maybe you should teach me about how to interact with women. Oh. Entschuldigung. Ich muss dann echt bei Gelegenheit nachgucken, wie man sein Auto repariert. Oh, vor allem wenn ich weiter so fahre. Ja, das habe ich auch vorhin gedacht. Ist ein bisschen schade. Oh, Entschuldigung. Ist ein bisschen schwer gerade auszufahren. Ach, wenn das kaputt geht, kaufen wir einfach das nächste. Dann haben wir wenigstens auch jedes Mal wieder neue Musik. Ich repariere das einfach nicht. Upsa. Wow. So ungefähr dahin. Wow, auf einmal kommen Bäume aus dem Nichts. Wuhu. Oh shit. Macht nichts. Nichts passiert. Der Stream ruckelt. Moment. So, wo hält er jetzt mit dem Auto an, dass ich das auch gleich wiederfinde? Hier, okay. Na dann mal, oh, mir fällt gerade eine Möglichkeit ein. Ich hoffe, das wird nicht so sein. Was ist, wenn dieser optionale Dungeon jetzt jede Menge von diesen komischen Geisterfrauen an der Decke hat? Was muss ich hier noch ganz rumlaufen, ey? Hoffen wir mal, dass das nicht der Fall ist. Geisterfrauen, ja. That's the famous paranormal place they talked about.
I'll give this a shot. Literally.